Namaste, Namaste, hallo zusammen zu einer weiteren Folge des Kaimi Reports. Heute am 2. Advent, am St. Nikolaus, am Niki-Naki-Tag. Macht es euch gemütlich. Zuerst zwei, drei Dinge in eigener Sache. Es hat offenbar bei den Souvenir- oder T-Shirt-Bestellungen aus Deutschland ein bisschen Probleme gegeben, wegen dem Linkabbruch und so weiter. Also, liebe Grüße des Ehepaar Barth, die lieben deutschen Freunde, einfach bestellen auf design@barth-druck.ch, dort natürlich die Lieferadresse, Name, Vorname angeben und eine Mobilnummer, über die soll man dann den Link bekommen, wo man bequem zahlen kann. In der Schweiz funktioniert der Link, der in der Infobox angegeben ist. Also, danke für eine eventuelle Bestellung. Der Erlös fließt in diesen Kanal rein und denkt dran, es ist noch nicht, aber bald Weihnachten. Apropos Erlös, wir werden immer wieder angefragt, wo kann man dieses Video Pizzagate nachschauen. Im Moment nicht, wir haben es aber natürlich gesaved, wir haben fast eine Menge von 1 Terabyte abgespeichert von unseren Videos und unser IT-Support ist daran, uns eine Offerte zu machen für eine extra Homepage, die dann gewissermaßen nur als Videoarchiv, eben als Bibliothek dienen soll, aber das kostet immer Geld und ihr wisst, ITs sind noch teurer als Apotheker, Gynäkologen und Werber und darum müssen wir immer schauen, was das auch alles kostet. In dem Zusammenhang natürlich wieder mal offiziell ganz herzlichen Dank für diejenigen, die uns auch mit einer Spende unterstützen und wir versuchen uns ja auch immer wieder weiterzuentwickeln und das wieder einzusetzen. Also ganz herzlichen Dank, wir sind euch ergeben. Nun, heute am St. Nikolaustag, am 2. Advent, eine fast kleine Corona-Pause, trotzdem noch ein paar Outtakes. So wird jetzt in Singapur gegessen, also man hat auch vis-à-vis eine Plexiglasscheibe dazwischen. Das scheint extrem motivierend zu sein, vor allem für Professor Schwab, weil er droht ja mit seinem WEF nicht auf dem Bürgerstock, in Davos sowieso nicht, aber auch nicht auf dem Bürgerstock zu logieren, sondern nach Singapur auszuwandern. Nun, für die Gastronomie und Hotellerie in der Schweiz würde mir das leid tun, aber ganz ehrlich gesagt, diesen unglaublichen, ich sage jetzt nicht, was ich denke, Kongress oder Event des WEF, World Economic Forum, nicht mehr in der Schweiz zu haben, hätte auch irgendetwas Befreiendes. Apropos befreiend, das ist immer noch das unsägliche Thema mit diesen Masken. Und da ist jetzt eine ganz neue Arbeit rausgekommen. Erstmals hat das Dr. Mercola publiziert. Also ich habe die heute euch auch in der Infobox verlinkt. Dieses Mal eine sehr spannende Studie mit dem Ländervergleich. Wie ist das, wenn die Maskenpflicht eingeführt wurde in Österreich, in Deutschland, in Belgien, wie hat sich das dann danach verändert? Nun, einige Zahlen, guckt euch das an, ist leider auf Englisch, aber das ist halt oft in der Wissenschaftssprache, oder? Also man hat gesehen, zwischen denen, die Masken tragen, einfach so, wie die meisten Leute tragen, ihr seht das ja, hopp in die Hosentasche und dann wieder vors Gesicht und dann wieder irgendwo neben dem Taschentuch, dem benutzten, oder? Über eine große Menge von mehr als 6.000 Leuten haben sich 1,8% der Maskenträger und 1,8% der Nicht-Maskenträger wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Und wenn man die Leute also instruiert hat, die absolut korrekten Maskenträger verglichen zu den Nicht-Maskenträgern war die Infektionsrate, also die Positivitätsrate 2% bei denen, die die Maske korrekt angewendet haben und 2,1% bei der Kontrollstudie, also sogar noch schlechter, als wenn man sie einfach irgendwie anzieht. Und 1,4% der Maskenträger
hatten positive Antikörpertests, 1,8% der Nicht-Maskenträger hatten positive Antikörpertests. Also man sieht, das schwankt da 2, 2,1, 1,8, 1,8. Also gibt zwischen Maskenträgern und Nicht-Maskenträgern. Das kann man jetzt wirklich nicht als statistische Signifikanz angeben. Aber ich hätte noch ein ernstes Wort für die Leute, die ein medizinisches Attest haben. Hört doch bitte auf mit herumzustreiten, ob man jetzt dieses Attest zeigen muss oder nicht. Das verführt euch nur in übelste Diskussionen, das gibt negative Energien, das zieht euch runter. Meistens hat man dann noch eine Gruppe von Leuten gegen sich, oder wenn ihr ein medizinisches Attest habt, dann macht's wie ich, zeigt es einfach, wenn die Billetkontrolle kommt, oder im Einkaufsladen habe ich es so sichtbar vor mir, ich werde da fast bemitleidet, der muss wirklich etwas Ernsthaftes haben, ich werde in Ruhe gelassen und ich weiß nicht, was euer Ziel ist von einem solchen Attest. Mein Ziel ist, dass ich befreit bin von der Maske, dass ich richtig atmen kann und dass ich auch ein Zeichen setze, indem ich die Maske nicht trage. Aber es ist nicht mein Ziel, irgendwelche Leute, ob es in der Bahn ist oder im Einkaufsladen, da zu plagen. Stellt euch vor, ihr habt eine Detailhandelsangestellten oder Angestellte, die trägt 9 Stunden diese Maske an der Kasse, muss Regale aufräumen, oder? Und muss sich mit Menschen streiten, die 5-10 Minuten einkaufen und das Attest nicht zeigen wollen. Also es ist jetzt Adventszeit, man kann religiös sein oder nicht, aber wir können uns das Leben auch etwas leichter machen und ich weiß ja nicht, was diese Person für ein Gedankengut hat, die mich kontrolliert. Ich werde, wenn ich kooperativ bin, und das bin ich immer sehr höflich angesprochen, oder man bedankt sich in der Bahn, im Geschäft werde ich eigentlich praktisch nie angesprochen, weil ich das ja sichtbar trage und wenn, dann auch sehr höflich. Also ich weiß nicht, warum ihr euch da aus den Zügen schmeißen lässt, oder das wird uns keinen Millimeter vorwärts bringen. Das ist jetzt nicht wirklich ziviler Ungehorsam, sondern das ist einfach Verschwendung von persönlichen Ressourcen, die wir, weiß Gott, anders brauchen können. So, ich möchte nicht weiter moralisieren, aber denkt daran, das Vis-à-vis ist auch immer ein Mensch und wenn der sich oder die sich einigermaßen korrekt verhalten, dann tun wir doch das bitte einfach auch. Nun, unser Bundesrat, Gesundheitsminister Alain Berset, kriegt Trödelkantonen den Tarif durch, weil die Corona-Zahlen nicht runterkommen. Ich glaube, er wird es nie mehr verstehen, was dieser PCR-Test eigentlich ist. Aber er bestimmt eigentlich alles auf dieser Welt, vor allem auch unsere Grundrechte. Und das, liebe Freunde, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, weil das ist das übergeordnete Thema. Nicht da diese persönlichen Eitelkeiten oder diese persönlichen Goodies, ich kann jetzt nur 9 Löcher spielen auf dem Golfplatz im angrenzenden Elsass und nicht 18 Löcher, das mag zu bedauern sein, aber es geht um mehr, es geht um die Grundrechte, es geht um die Unversehrtheit des eigenen Körpers, siehe Impfobligatorium, Impfpflichten, Ermächtigungsgesetze, es geht um Freiheiten, um Versammlungsverbote, dass man, ich weiß jetzt nicht, was am Morgen da bekannt gegeben wird, ob man dann im Restaurant auch nur noch 2 Haushalte an einem Tisch sitzen dürfen, oder? Es geht ganz tief bis zur Unversehrtheit der Wohnung. Es geht ganz tief in die Grundrechte und das sollten wir voranstellen, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, was jetzt da weltweit, muss man sagen, passiert. Oder? Also, wir haben mit Georg eine Entscheidung getroffen, mal euch eine kleine, abgesehen von diesen Outtakes, eine kleine Corona-Pause zu geben und es hat eben doch irgendwie mit Corona zu tun. Heute ist ja eben auch Nicky-Nacky, Santa Claus. Ich weiß gar nicht, ob der auch Maskenpflicht hat. Wahrscheinlich schon, also ich kann es mir vorstellen. Und wir haben uns heute für ein Video entschieden, das heißt Spahn, Söder und Lauterbach featuring Diego Armando Maradona. Und dieser Diego Armando Maradona ist ja unlängst von uns gegangen. Und es hat mich irgendwie beschäftigt, wie der gelebt hat.
gibt eine sehr, wie soll ich sagen, spannende Autobiografie. Ich habe die zufällig letzte Weihnachtszeit gelesen. Es ist eigentlich wie ein gut geschriebener Kinderaufsatz. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, ein Kind schreibt das und wahrscheinlich ist Maradona gar nie erwachsen geworden. Aber wie er sein Leben geführt hat und was wir jetzt vor allem von solchen Menschen für ein Leben aufoktroyiert bekommen, für einen, man kann es fast nicht mehr anders sagen, für einen Hygienewahn und der auch irgendwie gar keinen Endpunkt hat. Also wir wissen ja nicht, da hat man gesagt, ja, jetzt kommt der Impfstoff, oder? Da gibt es ein ganz tolles Interview mit diesem Gentleman, mit Karl Lauterbach, mit der Bild-Zeitung. Ich habe das euch auch unten verlinkt. Also schaut euch das an und ich sage jetzt nichts, überlegt euch mal, was der Nutzen dieses Impfstoffs oder dieser Impfstoffe ist, die da ja auf uns als glückselig machend zukommen, wahrscheinlich schon in diesem Monat in Deutschland geimpft wird. Es ist wirklich hochspannend, also die Sterberate oder die Überlebensrate ist irgendwie 99,9 was weiß ich Prozent weltweit und der Erfolg der Impfstoffe ist nach hauseigenen Studien 90 bis 95% und 85% der Menschen sind überhaupt nicht betroffen von diesem Virus und dafür will man aber jetzt Milliarden von Menschen durchimpfen. Also schaut euch das einfach an, die Logik der Antworten von Karl Lauterbach und wie manchmal auch der Bild-Reporter, der das gar nicht schlecht macht, reagiert. Nun, ich glaube, er hat irgendwie sowas wie das reine Leben gelebt, also das absolute Leben gelebt, von Diego Armando Maradona und am 10. November 2001, da war dann definitiv Schluss in seinem geliebten Stadion, wo alles angefangen hat, in La Bombonera, die Pralinenschachtel, in seinem Verein des Herzens der Armen in Buenos Aires, in the Boca Juniors. Und eine spannende Geschichte. Ich hoffe, dass uns die Technik da nicht einen Streich spielt. Scheint. So, irgendwie schaffe ich das nicht. Ach, jetzt haben wir es. Porque se equivoca uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota es war leider gerade die Tonlautstärke drauf, also er sagt, ich habe Fehler gemacht und ich habe dafür bezahlt, aber da kann der Fußball nichts dafür. Nun, offenbar müssen viele Geschichten so anfangen in den ärmsten Vierteln und Slums, wie bei Diego Armando in der Via Fiorito am Rande von Argentinien, als der Fußball oder der Sport oft die einzige Alternative ist zur Kriminalität. Aber er hatte seine Träume und schauen Sie, was er für ein Trikot trägt. El Diez, die Nummer 10, oft der Traum der Jungen, die große Fußballer werden wollen. Er hat seinen Traum auch mit 12 bereits verbalisiert, die Weltmeisterschaft zu spielen und zu siegen. Die erste große Enttäuschung kam dann 1978 im eigenen Land. Er wurde als 18-Jähriger als für zu jung befunden. Das war ein heftiger Rückschlag für ihn, umso mehr als Argentinien auch Weltmeister geworden ist nach einem Sieg gegen Holland im Endspiel. Seine persönliche Antwort folgte dann 1979 im Mundialito, also bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Da war erstmals der Pokal da, das Spotlight da und in Argentinien herrschten ziemlich schreckliche Zustände in dieser Zeit. Es war die Militärjunta am Ruder unter General Videla, der natürlich die Junioren-Weltmeister empfangen hat und sich bedankt hat im Namen der Argentinier. Also gerade unter General Videla wurden Zehntausende von Menschen, die verschwanden, einfach spurlos, wurden zum Teil aus fliegenden Flugzeugen entsorgt. Man kann es nicht anders sagen. Und wie so oft
prangern sich dann halt solche Despoten auch mit sportlichen Erfolgen an. Und Maradona hat das realisiert, hat das dann auch mal gesagt, dass sie da instrumentalisiert würden. Nun, es gab auch privates Glück für ihn mit Claudia Villafane, ein einfaches Mädchen aus der Nachbarschaft, war für Maradona aber eine gute Partie, weil ihr Vater besaß ein Taxi, also nicht ein Taxiunternehmen, sondern ein Taxi. Und nach dem Mundialito begann so seine Karriere und er bekam Angebote von River Plate, das ist der Verein der Reichen in Argentinien, also in Zürich würde man sagen, oder früher hätte man gesagt, die Grasshoppers. Und er entschied sich aber für den Verein seines Vaters, wo er immer Fan war, der Don Diego, sein Vater, der Verein der Armen, die Boca Juniors. Und er hatte einen sehr guten Freund, den Jorge Sitterspiller, der wollte auch Fußballer werden, wurde dann aber von Polio, also von der Kinderlähmung, heimgesucht und konnte dann nur humpelnd laufen und hat ihn relativ lange gemanagt, also nicht besonders gut, weil mit 25 war Maradona praktisch pleite. Dann der zweite Höhepunkt, er wird argentinischer Meister mit den Boca Juniors und ein Riesenerfolg in der Bombonera natürlich und gleichzeitig oder fast gleichzeitig danach geht etwas los, das sehr unschön ist. Der Plaza de Mayo, wo sonst die Mütter über ihre verlorenen Söhne geklagt und protestiert haben, der wird umfunktioniert, wird missbraucht für Kundgebungen betreffend eines Krieges, den Krieg, den wir schon fast wieder vergessen haben, nämlich den Falklandkrieg, als England mit Argentinien oder gegen Argentinien um die Falklandinseln gekämpft hat und den Argentiniern eine demütigende Niederlage beigebracht hat. Auch das wurde instrumentalisiert von General Galtieri, der Nachfolger von Videla, der die Fußballer schon beinahe als Botschaftssoldaten in diesem Krieg einsetzen wollte. Und El Flaco, der lange, hagere César Luis Menotti, der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, man sieht, das ist ziemlich symbolisch, er muss Galtieri treffen, aber er wendet sich von ihm ab. 1982 war dieser Falklandkrieg von April bis Juni, der fiel genau in die Vorbereitungen der ersten WM, die Maradona bestreiten durfte, also eine denkbar schlechte Situation. Das ist der Kapitän damals, Daniel Passarella, er trägt auch die schwarze Armbinde. Und Maradona kommt an diese WM und merkt das erste Mal, aha, er spielt jetzt auf ganz großem Bühnenlicht, auf internationaler Bühne, WM, und merkt, dass er zum Gejagten wird, zum Beispiel im Spiel gegen Italien von Claudio Gentile, wo nur der Name Gentile ist. Der hat ja dann später gesagt, er hätte nur eine Absicht gehabt, Maradona zur Strecke zu bringen, und zwar körperlich. Verwarnt wird aber nicht Gentile, sondern vom Platz gestellt wird der dauerprovozierte Maradona. Einsam schreitet er davon. Argentinien scheidet vorzeitig aus, zur großen Enttäuschung, weil die wollten natürlich für das Land, das geplagt ist vom Falklandkrieg, etwas tun. Und auf die Frage des Reporters, wie er sich da fühlt oder berührt, sagt er, wir fühlen uns wirklich schlecht, wir haben schlecht gespielt. Er versucht, das alles hinter sich zu lassen und geht zum FC Barcelona für damals 8 Millionen $. 1982 war das eine Unmenge als Transfersumme. Er geht in diese ja auch nicht einfache Umgebung, Camp Nou, wer dort schon mal war, ein Spiel gesehen hat. Ja, das ist schon fast auch spirituell. Er ist nicht nur beliebt bei den Katalanen, aber er schafft es hier wieder mit seiner Frau, unterdessen Claudia Villafane, zum besten Spieler von La Liga, der Primera División, zu werden, bereits in der ersten Saison. Man hat ihn jetzt auf dem Schirm und
da kommt dann der 24. September 1983, ein Spiel gegen die Basken, einen Erzfeind auch, gegen Athletic Bilbao, wo die Gesundheit von Maradona ein erstes Mal so wirklich ruiniert wird. Ein Geheul, die Vergeltung. Wie ein Wild auf der Flucht. Der verrückte Spielmacher wird in vollem Lauf zu Fall gebracht. Noch einmal, in einer anderen Kameraeinstellung. Andoni Goicoechea, der Schlechter, hält nicht einmal inne. Maradona. Ja, er merkt dann seinen Stellenwert. Er liegt da stundenlang, das ist ein Parkplatz, liegt er da herum mit völlig zerschmettertem Unterschenkel, Knöchel. Sein unbändiger Wille, er geht dann nach Argentinien zur Rehabilitation, sein unbändiger Wille lässt ihn auch relativ vorzeitig die Schrauben rausnehmen. Eine flutscht raus, die zweite und die dritte muss beim teuersten Knöchel der Welt damals mit einer Beißgreifzange entfernt werden. Aber bereits 106 Tage nach dieser schweren Fraktur steht Maradona wieder auf dem Spielfeld. Und wer könnte der Gegner anders sein? Es ist wieder Athletic Bilbao und die Geschichte geht im gleichen Stil etwa weiter. Das Exil in Barcelona ist für Maradona nur mit Ärger und Unverständnis verbunden. Daran ändert auch das Finale des spanischen Königspokals zwischen FC Barcelona und dem unvermeidlichen Bilbao nichts. 106 Tage nach seiner Operation, fast identische absichtliche Übergriffe, auch wenn diesmal sein Peiniger Di Serranzo heißt. Also das geht gleich weiter und irgendwann, also so ein Martyrium, das er da erlebt, er wird einfach nur gejagt. Und damals hatten die Schiedsrichter noch nicht so die Order, wirklich solche Spieler auch zu schützen. Und es kommt dann eben, wie es kommen muss. Wie sollte dieses Spiel noch gelassen ablaufen? War nicht das Schlimmste zu befürchten? Und schließlich passiert es. Maradona hat nicht nur seine Arglosigkeit verloren, sondern auch seine Beherrschung. Bald geht es nicht mehr um Fußball, nicht mehr um Sport, nur noch um Rache. Ja, er verlässt Barcelona quasi durch die Hintertür und geht nach Neapel. 24 Millionen die Transfersumme. Man weiß bis jetzt heute noch nicht, wie der Präsident von Neapel dieses Geld aufgebracht hat. Eine romantische Liebesbeziehung beginnt da. Er wird als Gott empfangen, als Erlöser. Man muss wissen, Napoli in seiner fast 60-jährigen Geschichte bis damals hatte noch nie einen Titel gewonnen. Und er lebt sich sehr, sehr gut ein, holt 1987 tatsächlich den ersten Titel für Neapel, was er 1990 wiederholt. Und in dieser Zeit von Neapel ist auch dieses Spiel an der WM dann 1986 in Mexiko, ausgerechnet Argentinien gegen England, also nach dem Falklandkrieg. Und da fallen im gleichen Spiel 2 Tore, die absolut Weltgeschichte geschrieben haben. Und eines ist das mit der Hand Gottes. Ja, da gab es noch keinen Video Assisted Referee natürlich. Aber ich glaube, nach der x-ten Wiederholung hat man dann gesehen, das ist wirklich ein Handspiel. Und dann kommt das Best Goal ever, das er geschossen hat, das 2:0 dann gegen England im gleichen. Wurde einstimmig und immer noch bestätigt zum schönsten Tor gewählt, oder? Dann Belgien wurde eliminiert und im Finale schlug man Deutschland 3:2. Maradona ist auf dem Höhepunkt. Er ist sich aber nicht zu schade, nach Neapel zurückzukehren und dort auf den schlimmsten Schlammplätzen auch Spiele zu absolvieren, Benefitspiele, um Herzoperationen für Kinder zu finanzieren. Er war immer beseelt, etwas für die Kinder zu tun.
und war sich nicht zu schade, währenddem die anderen in der Pflege waren, da auch Benefizspiele in armen Quartieren. 87 der Meistertitel, der erste. Man hat ihm schon fast Altare gewidmet dort. Dann im nächsten Jahr 88 verspielt Neapel mit 5 Punkten Vorsprung, glaube ich 4 Spiele vor Ende der Saison noch den Meistertitel. Ihm hat man dann die Schuld gegeben, er hätte zu wenig trainiert und so weiter. Die Antwort folgt im nächsten Jahr auf dem Fuß. Er gewinnt mit Napoli den italienischen Pokal und den UEFA-Pokal in Stuttgart. Also die Ikonerie gewissermaßen, der Messias, der Erlöser des Mezzogiorno, des Süden von Italien, der den Fußball gegen die reichen norditalienischen Mannschaften wie Juventus Turin, vergoldet von Agnelli, oder AC Milan, vergoldet von Berlusconi. Er hat die Seele, und das läuft viel über Fußball in Italien, des Mezzogiorno gewissermaßen emanzipiert. Aber der Druck ist so riesig, seine Seele, die kann nirgends mehr landen. Alle reißen an ihm herum. Er kommt natürlich dann auch er kommt in Gefilde, lässt sich ablichten mit Carmine Giuliano, dem damaligen Boss der Camorra, der ihn nicht wirklich kriminell missbraucht, aber bei Laune hält mit teuren Geschenken, der ihm Rolex besorgt, der ihm Prostituierte besorgt und der ihm immer mehr von dieser weißen Substanz besorgt, ohne die er bald nicht mehr abtauchen kann, ohne die er bald nicht mehr schlafen kann. Dann 1990 trotz dieser Substanz souverän nochmals der Meistertitel mit Napoli. Er hat in Neapel in seiner Zeit 2 Meistertitel, 2 zweite Plätze, einen 3. Platz, einen Pokal und einen Europapokal gewonnen. Dann kommt die WM 1990, ausgerechnet in Italien und ausgerechnet im Halbfinale, also die Italiener sahen sich schon fast im Finale, kommt dieses Spiel Italien gegen Argentinien in seinem geliebten Stadion San Paolo von Neapel, und er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Er sieht diese Spruchbänder, Maradona, Napoli liebt dich, aber unsere Heimat ist Italien. Und da sind dann auch prominente Leute, wie zum Beispiel Henry Kissinger, dort dann die FIFA-Spitze mit João Avalanche und Sepp Blatter, als wie wenn sie ahnen würden, das kommt nicht gut. Und Maradonas Argentinien schickt tatsächlich die Italiener aus dem Turnier raus im Elfmeterschießen, und das haben sie ihm irgendwie nie vergeben. Argentinien verliert dann das Spiel gegen Deutschland wegen eines umstrittenen Elfmeters, den Andi Brehme versenkt, und er wird als Verräter bezeichnet in Neapel. Er flüchtet nach Argentinien. Dort wird er von der Bundespolizei festgenommen wegen Kokainbesitzes, kommt aber relativ schnell wieder frei. Und es ist irgendwie schon noch erstaunlich auch, weil da Videla, der General, der Zehntausende von Menschen verschwinden hat lassen, der bekommt Amnestie, bekommt die Kommunion, und Maradona, der wird verhaftet, bei Nacht und Nebel natürlich, wie sich das immer gehört. Sparato sicuramente a volermi più bene io, e questo forse con la pressione, con l'estress che avevo, mi dimenticavo tantissimo di volermi bene. Negli ultimi momenti in Italia ero vicino a Ayrton Senna, ¿no? nelle auto di Formula 1 che non parava, che non si fermava mai. E oggi sono in una 500 tranquillo con la mia famiglia. Ja, dann bleibt er in Argentinien, bereitet sich vor, muss 11 Kilo abspecken mit einem Spezialtrainer. Dann kommt seine 4. WM, die letzte auch in den USA.
Er macht ein unglaubliches Tor gegen Griechenland. Argentinien schlägt auch Nigeria und das ist dann das Interview und man hat schon das Gefühl, dass da ein ganz spezieller Schutzengel nebendran steht. Die Dame führt ihn dann zur Dopingkontrolle und die ist leider Gottes positiv und Sepp Blatter spricht dann das Vorurteil, Diego Maradona bleibt von allen Fußballaktivitäten suspendiert. Er wird dann 15 Monate gesperrt und er sagt dann, das hat mir und meiner Familie die Beine abgeschnitten, ich habe aufgegeben, meine Seele ist zerstört, da ist er nie mehr davon wirklich rausgekommen. Er flüchtet zu einem alten Freund, den er immer als den Freund der Armen auch angesehen hat, also fast zu seinen Wurzeln zurück, aber nach Kuba zu Fidel Castro. Dort macht er einen weiteren Drogenentzug und kommt zurück, wohin wohl, zu seinen Wurzeln, zu den Boca Juniors in die Bombonera, spielt dort auch wieder Fußball, relativ gut und bekommt, man siehe und staune, auch den Ehrendoktortitel, nicht von irgendeiner patagonischen Universität, sondern von der University in Oxford bekommt er ihn und er spielt weiter Fußball, aber er merkt nicht, dass er mit 37 und seinem bisherigen Lebenswandel nicht mehr geeignet ist für den Spitzenfußball, der auch in Argentinien gespielt wird. Und das 150. Tor für Boca Juniors, das ist dann auch das letzte, ein riesen Torjubel, völlig wie entfesselt und da ahnt man schon, dass da wahrscheinlich nicht alles ganz mit natürlichen Dingen zuging. Jawohl, die Dopingprobe ist wieder positiv. Maradona wird definitiv und endgültig gesperrt. Er lässt sich fallen, Drogen, Alkohol. Und am 4. Januar in Punta del Este in Uruguay bricht er zusammen. Er wird notfallmäßig nach Buenos Aires gefahren, nach 2 Wochen wieder entlassen und er flüchtet wieder nach Kuba, nach Havanna. Schwer gezeichnet von den Medikamenten, gibt er ein Interview, das man fast nicht versteht, weil er nicht mehr richtig artikulieren kann. Und im Dezember 2000 wird er nach Italien eingeladen. Das Jackett geht mittlerweile wieder zu und er bekommt, und das ist eine unglaubliche Geschichte, also man kann nur sagen, typisch FIFA, er bekommt eine Auszeichnung als bester Spieler des letzten Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts. Ein Voting, das über das Internet gegangen ist, oder? Und kaum hat er die Bühne verlassen, inszeniert dann die FIFA den wirklichen Gewinner. Und das war nicht Maradona. Man hat dann gesagt, ja, diese Internet-Voting, die Leute waren viel zu jung, die Maradona da gewählt haben. Wir mussten das korrigieren. In der gleichen Veranstaltung, am gleichen Abend, wird dann, er ist schon aus dem Saal raus, wird dann Pelé zum besten Spieler des Jahrhunderts gewählt. Auch das ein Nackenschlag für Maradona. Er hat das dann sogar dem Präsidenten in Argentinien erzählt. Ein weiterer Nackenschlag gegen seine Person, gegen seine relativ zarte Seele. Am 18.04.2004 der zweite Zusammenbruch, ein Herzinfarkt. Ein paar Monate später quält sich Maradona in diesem ganzen Körperumfang aus der Klinik raus und gibt ein kurzes Interview. Und genau ein Jahr später ist er zurück, abgemagert. Es ist die 100-Jahr-Feier seines Clubs des Herzens, der Boca Juniors. Und er sagt, wir wissen, was Gefühl und Leidenschaft sind in unserem Leben. Und ja, wo sind wir jetzt? Was ist eigentlich bei uns jetzt 2020? Was ist jetzt noch Leidenschaft und Gefühl? Hat das überhaupt noch Platz? Und er hat immer gesagt, ich setze auf das Leben, auch wenn Sie sagen, das ist unmöglich. Ja, den Eindruck haben wir jetzt auch, dass wir eigentlich gar nicht mehr auf das Leben setzen können, sondern es geht ja nur noch um eins, dass man sich nicht infiziert und dass man niemanden infiziert, also meistens, dass man nicht positiv wird. Er macht nochmals eine Europa
Tournee, gewissermaßen Abschiedstournee für sich. Er kehrt zurück zu den italienischen Wurzeln, San Paolo in Napoli. Das ist kein Fußballspiel, das ist einfach, er hat ein Interview gegeben, das Stadion ist rappelvoll, 15 Jahre nach dem Titel, er wird mit solchen Choreografien empfangen und er spricht wieder zu den Napoletanern und wird dann von immer noch irgendwelchen Offiziellen fast aus dem Stadion rausgeflogen. Er wehrt sich, er möchte noch viel lieber zu seinen Leuten, die zu ihm gehalten haben, stehen und reden. Und die letzten Bilder, am 30. Oktober ist er 60 geworden, 3 Tage später hatte er Hirnchirurgie wegen eines Gerinnsels und einige Tage später erlag er seinem 3. Herzinfarkt und das sind so die letzten Bilder, die wir bekommen haben. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Jetzt hat es ein bisschen aufgehängt. Also ein absolutes Leben auf der Achterbahn, kann man da nur sagen. Ich versuche es nochmal. Nein, das will nicht. Das ist die Abschiedsfeier, also das Requiem, kann man sagen, in Neapel dieser Tage. Autokorso, wohlverstanden, in Italien ist auch ziemlich Lockdown und Napoli hat seinen gewonnenen und verlorenen Sohn verabschiedet. Ja, adios por sempre, siempre und wir wollen, wenn die Technik denn will, versuchen doch noch, jetzt will sie wirklich gar nicht mehr, jemanden so gehen zu lassen in einem Moment, wo man sagt, ja eben, wenn man halt eben so lebt und nicht gesund lebt und der war ja ein Drogensüchtiger und er hat seine Frau betrogen und so weiter und so fort. Es hat mir sehr zu denken gegeben, weil es ist ein krasserer Gegensatz von den verschiedenen Leben, die kann man, glaube ich, gar nicht haben. Jetzt wirklich schade, dass ich das da, mal schauen, ob ich da rauskomme. Ich möchte euch gerne wirklich noch den Schluss zeigen, aber es scheint schwierig zu sein. So. Dann hoffen wir, dass das hilft. Nein, er will nicht mehr. Naja, also, schaut euch das mal auf YouTube an, der Originalkommentar vom Best Goal Ever von Victor Hugo Morales. Also das ist dann wirklich die absolute Passion per se. Und liebe Freunde, ich wünsche euch einfach, dass ihr einen wunderbaren 2. Advent habt. Das Licht brennt, gebt die Hoffnung nie auf und ja, lieber Diego, rest in peace und trotzdem danke für alle diese Emotionen, die du gegeben hast. Es war meine Studienzeit zwischen 80 und 90 und es waren unvergessliche Abende, die wir verbringen konnten. Macht's gut, einen wunderschönen Sonntag, bis bald. Ciao zusammen.